Ich möchte den Brief lesen. Nein. Es könnte etwas über mich drin stehen. Florian, es ist nicht dein Brief und du wirst ihn nicht lesen. Sieh, Papa. Wir schmeißen uns wieder in Schale und räumen diesmal richtig ab. Das ist meine Nacht. Ich fühle es genau. Auch wenn ich wollte, kann ich's nicht. Er kann mir nicht verbieten, mit seinem Bruder zu reden. Und ich bin auch alt genug, mir selber meine Meinung zu bilden. Julia, das sollst du auch, aber du sollst auch nicht vergessen, dass er dich im Moment sehr braucht. Ich hoffe, dass du mich durch diese Zeilen vielleicht doch ein wenig besser verstehen wirst. Wenn du ihn haben willst, hier. Er ist doch von Mama. Ich musste wissen, was drin steht. Bitte, Papa, versteh das doch. Lies ihn vor. Du meinst, ich soll ihn vorlesen? Lies. Mein lieber Arno, ich habe lange überlegt, ob ich dir überhaupt schreiben soll. Hier bist du. Was hast du denn? Ach, nichts, alles in Ordnung. Und warum kommst du nicht ins Bett? Ich kann sowieso nicht schlafen. Das kommt in letzter Zeit ziemlich oft vor. Ich habe ja auch besonders viel Ärger am Hals. Wegen Ben? Auch. Ich mache mir Sorgen um Julia. Das wird sich bestimmt wieder einrenken. Ben wird alles versuchen, um sie gegen mich aufzuhetzen. Ach komm, übertreib nicht. Warum soll er das tun? Weiß ich. Vielleicht hat er Freude an solchen Spielchen. Ach, Julia würde das sofort durchschauen. Julia wird es nicht merken. Sie nimmt ja jetzt schon kaum Notiz von mir. Komm, hör doch auf. Es ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber heute Nachmittag war sie mit irgendeinem jungen Mann hier auf Friedenau. Und sie hat es nicht für nötig erachtet, mir guten Tag zu sagen. Ich glaube, das lag eher an dem jungen Mann, nicht an dir. Julia ist erwachsen. Warum soll sie denn kein gutes Verhältnis zu ihrem Onkel haben? Es verletzt mich. Ich verlange, dass sie zu mir hält. Ja, soll sie denn auf alles, was du machst, Ja und Amen sagen? Ich verlange, dass alle Personen, an denen mir etwas liegt, mir glauben. Das durfte doch nicht zu viel sein. Vor allem nach der Geschichte mit Kathi. Lies weiter. Aber es war nicht nur Clarissa, vor der ich weggelaufen bin. Es waren die vielen Dinge, über die wir nie gesprochen haben. 20 Jahre lang habe ich dich und die Kinder umsorgt. Irgendwann habe ich mich gefragt, wozu das alles? Ich habe nie Dank erwartet, ich habe es gerne gemacht. Ich habe es getan, weil ich dich und die Kinder liebe. In all der Zeit war ich auch oft leer und unglücklich. Viele Nächte lang lag ich wach und dachte über all das nach. Du lagst neben mir und hast geschlafen. Schade. Wie gerne hätte ich mit dir über alles geredet. Wie so oft saß ich so da und habe mich gefragt, ob das alles gewesen sein soll. Ich wollte schreien, weinen, wegrennen. Aber stattdessen habe ich mich zusammengerissen und habe versucht, den Alltag zu bewältigen. Ich habe gespürt, dass es nicht so weitergehen kann. Ich habe nicht geschrien, ich habe nicht geweint und ich bin nicht mal gerannt. Ich habe meine Koffer gepackt und bin einfach gegangen. Ich wollte noch mal von vorne anfangen. Ich wollte wissen, wer ich bin und wozu ich da bin. Es musste doch noch etwas anderes geben in meinem Leben. Nachdem ich weg war, lernte ich einen anderen Mann kennen. Es war keine Liebe auf den ersten Blick, aber er gab mir das Gefühl, wieder begehrenswert und wichtig zu sein. Was soll ich lange drum herum reden? Ich erwarte ein Kind von ihm und bin glücklich darüber. Und dann wurde mir klar, dass ich dich und die Kinder unendlich vermisse. Ja, ich liebe dich noch immer und kann dich nur bitten, mir zu glauben.
Du bist der Teil meines Lebens, ohne den ich nicht leben kann und leben will. Ich weiß, ich habe euch allen und dir ganz besonders wehgetan. Ich kann es auch nicht mehr rückgängig machen. Ich kann nur eins. Ich kann dich um Verzeihung bitten und ich kann hoffen, dass ich mit meinem Kind zu dir zurückkommen darf und dass du uns aufnimmst, so wie ich damals Jan aufgenommen habe. Ich liebe dich, Iris. Pronto? Eugenio, va bene. Piano, caro amico, du bekommst dein Geld zurück. Sì, naturalmente. Eugenio, scusa, wie lange kennen wir uns schon? Und habe ich dich jemals hängen lassen? Das ist nicht nett. Vi prego, ich habe eben eine Durchstrecke. Sì, aber es ist alles unter Kontrolle. Nächste Woche, versprochen. Du drohst mir? Deinem besten Freund? Das ist nicht nett. No, 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 no. Impossibile. Hör zu. Ich habe da ein großes Ding laufen. Na, hör mir doch wenigstens zu. Okay, okay, wenn du unbedingt willst, dass meine Kinder verhungern. Lo giuro, sì, oggi. Aber mehr als 3000 sind nicht drin. Assolutamente no. Von mir aus heute noch. Okay. Ciao. Halsabschneider. Probleme? No. Hört sich aber ganz so an. Ein Gespräch unter Freunden. Nichts, worüber du dir Sorgen zu machen brauchst. Gut. Dann könnten wir ja eigentlich mal wieder was zusammen unternehmen. Ja, machen wir. Wie wär's mit heute Abend? Unmöglich. Warum nicht? 1000 Termine, Verpflichtungen, Geschäfte. Es gibt Tage, da könnte man verrückt werden. Dann solltest du erst recht mal abschalten. Am besten, du fängst gleich mit deinem Handy an. Wenn das so einfach wäre. Ach, komm schon. Impossibile. Wir werden bestimmt jede Menge Spaß haben. Glaub mir, nichts lieber als das. Also, nichts wie los. Okay, überredet. Aber ich muss noch ein bisschen was machen. Aber überanstreng dich nicht. Ich möchte nicht, dass du nachher schlapp machst. Eigentlich wollte ich mich nur noch mal bedanken bei dir für den Auftrag. Wenn sich hier jemand bedanken muss, dann ich. Nein, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Freut mich. Zucker? Ja, das war wirklich toll. Mal abgesehen von Papas Reaktion. Tut mir leid, dass du wegen mir nun Ärger hast. Wenn ich nur wüsste, warum er so sauer ist. Und der regt sich auch wieder ab. Das glaube ich kaum. So wie der ausgeflippt ist. Naja, er ist halt im Moment nicht gut auf mich zu sprechen. Ja. Streitet ihr euch immer noch um euer Erbe? Mhm. Erzählst du mir, was dahinter steckt? Das ist lange her. Und genau genommen gibt es auch nicht viel zu erzählen. Hat Christoph denn nie darüber gesprochen? Hat er, aber ich wollte die Geschichte einfach gerne mal von dir hören. Eigentlich haben Christoph und ich uns immer ganz gut verstanden. Ihr habt euch nie gezankt. Ja, klar, wie es bei Geschwistern halt so ist, aber das war immer schnell vorbei. Christoph war ja schon älter und vernünftiger und hat immer nachgegeben. Und du? Ich war genau das Gegenteil. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Ich habe Sachen gemacht. Was denn? Was man halt so macht in dem Alter, lauter dummes und unvernünftiges Zeug. Mädchen, Partys, schnelle Autos, Motorräder. Mein Vater sagte immer zu mir, mit dir wird es noch mal ein schlimmes Ende nehmen. Du bist der Teil meines Lebens, ohne den ich nicht leben kann und nicht
nicht leben will. Du bist der Teil meines Lebens, ohne den ich nicht leben kann und nicht leben will. Ach, Roberto, die Summen, die du brauchst, übersteigen meine finanziellen Möglichkeiten. Dieses Mal würde ein kleinerer Betrag ausreichen. Fragt sich nur, wie lange. Besser, du gehst jetzt. Charlie, bitte, lass dir doch erklären. Was gibt's da noch viel zu erklären? Dieser finanzielle Engpass ist nicht meine Schuld. Ach, haben andere Leute für dich Schulden gemacht? Es gibt Leute, die wollen Geld von mir. Und es gibt Leute, die schulden mir welches. Aber die zahlen nun mal nicht. Oh, spar dir deine schwammigen Ausreden für deine Geschäftsfreunde. Es sind keine Ausreden. Hältst du mich wirklich für so naiv, dass ich dir das abnehme? Dann sag die Wahrheit. Ich würde dir gerne erklären, aber es gibt nun mal Dinge, von denen du besser nicht Bescheid wissen solltest. Machst du Geschäfte mit der Mafia? Nein. Ich möchte nur nicht dein hübsches Köpfchen damit belasten. Ach, Roberto, spar dir deine Macho-Sprüche. Mein Geld gegen die Wahrheit. Ist doch ein fairer Deal. Na gut, wenn du mir nicht vertraust. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Roberto lässt sich aber nicht kontrollieren. Ach komm, wir lassen uns doch jetzt die Stimmung nicht wegen des blöden Geldes verderben. Ich dachte, du hast mehr Vertrauen zu mir. Ich auch. Unser Alter war ganz in Ordnung. Aber in Christoph habe ich mich sehr getäuscht. Warum? Angefangen hat damals alles mit meinem Trip nach Indien. Ach, du warst in Indien? Klar, Indien war damals ein Muss für jeden, der kein Spießer sein wollte. Morgens Gandhi, mittags Buddha und abends Kamasutra. Auf dem Nagelbrett. Das war bestimmt nicht sehr gemütlich. Aber eine tolle Erfahrung. Indien war eine schöne Zeit. Danke dir. Aber ich wäre niemals so lange geblieben, wenn ich gewusst hätte, dass mein Vater so krank ist. Und mein Herr Bruder hielt es ja nicht für notwendig, mich zu benachrichtigen. Ich bin sicher, dass er es probiert hat. Du warst wahrscheinlich schwer zu finden in Indien. Ich habe ständig Briefe geschrieben, mit Absender. Aber die sind angeblich hier nie angekommen. Die könnten auf der langen Reise verloren gegangen sein. Einer vielleicht oder zwei, aber doch nicht alle. Nein, da muss jemand ganz schön nachgeholfen haben. Und du meinst, das war Christoph? Wer sonst? Naja, jeder auf Friedenau hätte deine Briefe abfangen können. Warum ausgerechnet er? Weil er Vorteile davon gehabt hat. Er wollte verhindern, dass es zu einer Aussprache zwischen mir und meinem Vater kommt. Und das ist ihm gelungen. Als ich nach Hause kam, war mein Vater bereits tot. Oh, das war sicher schlimm für dich. Weißt du, mein alter Herr und ich, wir hatten oft Meinungsverschiedenheiten. Aber er war mein Vater. Und ich hätte gerne noch mal mit ihm geredet. Und dann kam der Tag der Testamentseröffnung. Benedikt von Anstetten darf sein Erbe nicht vor Vollendung des 30. Lebensjahres antreten. Mein Gott, habe ich mich beschissen gefühlt, als der Notar das vorgelesen hat. Aber ein bisschen warst du doch auch selber schuld. Das hat dir sicher Christoph erzählt. Ja, die Geschichte mit dem Autounfall. Oh. Sicher, ich habe viel Unsinn gemacht. Aber Christoph hat dafür gesorgt, dass unser Vater jede Schandtat sofort erfährt. Ich habe zum Beispiel mal Haschisch auf dem Speicher versteckt. Haschisch? Ah, es waren die 70er. Alle trugen diese Flapperhosen, lasen Jay und rauchten Hasch oder Gras. Außer Christoph natürlich. Er wusste von dem Versteck und hat es hochgehen lassen. Rein zufällig natürlich. Ja, wie denn? Christoph hat, während ich in Indien war, Bauarbeiten am Dach angeordnet. Die Arbeiter haben das Zeug gefunden und mein Vater ist natürlich im Dreieck gesprungen. Mein Gott, ja, das kann ich mir vorstellen. Ach, aber das hat Papa doch niemals mit Absicht gemacht. Dein Papa konnte so unserem kranken Vater ganz locker einreden, dass er einem Kiffer wie mir keinen Pfennig anvertrauen darf. Ja, dann bis bald. Ja, ich melde mich. Tschüss. Tschüss. Hi. Wir waren ausreiten. Ja, das sieht man. Ja. Und Ben hat ein bisschen was von früher erzählt. Von früher?
Da hätte ich ja auch ein paar Takte zu erzählen. Lass uns doch in die Bibliothek gehen. Gott macht ja einen Aufstand um seinen kleinen Liebling. Nur, dass wir uns richtig verstehen. Was du hier mit Christoph machst, ist mir egal. Aber Julia wird in Ruhe gelassen. Schatz, glaubst du, ich könnte einem so süßen Engel irgendetwas antun? Ich bin froh, dass ich eine so vernünftige Frau habe. Pronto? Clarissa, was willst du? Mille grazie, man lebt. Schon vergessen, ich bin ja nicht nachtragend. Bitte? Na, so schlecht kann es mir gar nicht gehen. Nein, ich werde diesen miesen Job für dich nicht weitermachen. Ciao. Ready for takeoff. Was steht auf dem Programm? Nachtclub, Spielbank oder eine Runde Mama? Poker. Du spielst Poker? Na ja, ab und zu versuche ich mein Glück. Wie funktioniert denn das? Ganz einfach. Jeder wettet gegen jeden, dass er die besseren Karten hat. Was, wenn du mal ein schlechtes Blatt erwischt? Ja, da muss man gut blöffen können. Und darin bist du natürlich unschlagbar. Leider nicht immer. Aber heute Abend habe ich ein ganz gutes Gefühl. Okay, ich bin dabei. Wo gehen wir hin? Es ist zwar nicht der vornehmste Laden, aber wir werden unseren Spaß daran haben. Aha, ihr geht noch weg? Sie, Signorina. Kann ich mit? Streng geheimer Spezialauftrag. Wahrscheinlich eher wieder ein streng geheimes Besäufnis. Piccola Bella. Wie kannst du sowas von uns denken? Ja, das freut mich doch, dass es geklappt hat. Ja, ich kenne den Grafen persönlich. Ach, Herr Schmiediger, habe ich doch gern getan. Sie meinen, ich soll... Ja, nein, natürlich mache ich es. Natürlich kümmere ich mich drum. Wie bitte? Ja, eine sehr große Ehre. Herr Schmiediger, ich melde mich wieder. Ja, wiederhören, Herr Schmiediger. Was ist denn? Vor dir siehst du den neuen Gärtner von Friedenau. Aber das ist doch nicht schlecht. Christoph wollte dir damit bestimmt nur einen Gefallen tun. Seine Beete wollte ich immer schon mal umgraben. Es gibt schlimmere Jobs. Hauptsache, es kommt Geld in die Kasse. Ja, du hast gut reden. Ach, Papa, sei doch froh, dass es wieder so gut läuft. Ist doch egal, wessen Park du verschönerst. Was für eine Karriere. Vom Bauunternehmer zum Gärtnereigehilfen. Ist doch nicht deine Schuld. Ach, Susanne. Irgendwas läuft doch ständig falsch bei mir. Papa, du hast doch uns. Und irgendwann klappt's auch wieder mit einer Arbeit, die dir mehr Spaß macht. Susanne. Erzählst du mir was über den Mann vom Friedhof? Jürgen May? Gerne. Die 300 zum Sehen. 2 Pärchen. Und Moment. 3 mal die 9. Scheiße. Ja, zock sie ab. Psst. Das ist mein Glückstag. So viel Glück auf einmal, das ist nicht normal. Zwei. Bin weg. 5. Schwing deinen Hintern hier raus, du machst mich nervös. Mist. G5.
Und noch 5 dazu. Während Ben in Indien an der Opiumpfeife hing, musste ich hier alles allein regeln. Als mein Vater im Sterben lag, kümmerte ihn doch einen feuchten Kehricht. Warum hast du ihm nicht Bescheid gegeben? Ich hab's doch versucht. Vater hätte ihn so gern noch mal gesehen. Ben meint, dass du das verhindern wolltest. Und warum sollte ich? Ben meint... Ben meint. Was Ben meint, ist mir mittlerweile völlig egal. Er hat sich ziemlich schäbig benommen. Er hat sich einfach verdrückt und ich konnte sehen, wie ich mit dem Konzern allein zurechtkam. Aber das Schlimmste war, meinen Vater leiden zu sehen. Er hätte alles darum gegeben, um Ben noch einmal am Sterbebett zu sehen. Aber Ben sagt, dass... Ben sagt, dann lügt er! Was ist mit dem Versteck auf dem Speicher? Woher soll ich das wissen? Naja, Ben... Du denkst vielleicht, Ben behauptet, ich hätte ihn auffliegen lassen, nicht wahr? Mein Vater hat Renovierungsarbeiten veranlasst dort oben. Ich hatte doch keine Ahnung davon. Dann ist das Zeug wirklich zufällig gefunden worden? Also ich habe ihn jedenfalls nicht verraten. Warum sollte ich? Ich wusste zwar, dass er raucht, aber mein Gott, das war sein Leben. Du glaubst Ben, nicht wahr? Ich verstehe das alles nicht. Ja, was gibt's denn daran zu verstehen? Naja, nun, wenn es wirklich so war, wie du sagst, warum hat... Was heißt wenn? Es war so, wie ich es gesagt habe. Und woher soll ich das wissen? Weil ich es dir sage. Ach, Papa, bitte. Und ich erwarte, dass du mir glaubst. Ich möchte dir ja glauben, aber ich... Aber, kein Aber. Da setzt jemand die Unwahrheit über mich in die Welt und meine Tochter glaubt ihm auch noch. Ich möchte dir ja glauben. Aber ich kann mir doch nicht vorschreiben lassen, was ich denken soll. Weder von dir, noch Clarissa, noch sonst irgendjemandem. Verdammte Scheiße. Schon wieder 4 Mille für den Spaghetti. Tja, scusate, aber nächstes Mal seid ihr dran. Es ist spät. Mein Junge hat Frühdienst. Du hast recht, ich muss morgen wirklich früh raus. Nicht zu eilig, ja? Ihr wollt euch aber jetzt nicht mit der ganzen Kohle verpissen. Wie ich schon sagte, es ist zu spät. Aber 2, 3 Spielchen müssen noch drin sein. Es tut mir leid, der Junge muss ins Bett, er ist Mediziner. Mediziner, was? Du wirst auch gut gebrauchen können, wenn du nicht spurst. Maul an, hinsetzen. Wir zocken weiter. Das ist eine nette Einladung, können wir doch nicht Nein sagen. Hey, habe ich gesagt, du sollst dich setzen. Aber du hast eben gesagt... Junge, hierhin. Spielerwechsel. Geile Idee. Nun zeig mal, was du drauf hast, Bubi. Ne?